Heute handelt es sich um einen Übersetzungsfehler im Vaterunser. Während die deutschen Katholiken ihre Argumente gefunden haben, das nicht zu ändern, haben sich die Französen längst angepasst. Lass uns nicht eintreten in die Versuchung, um das Missverständnis zu vermeiden. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Hat Jesus seine Jünger im Vaterunser wirklich beten gelehrt, Gott solle uns nicht in Versuchung führen? Wäre das nicht ein zynischer Gott, der Menschen in Versuchung führt? Der Jakobusbrief steht dagegen. Durch das Gespräch mit jüdischen Freunden lässt sich manch ein Missverständnis klären. Bis zum heutigen Tag wird in der Synagoge gebetet, lass mich nicht kommen in die Gewalt der Sünde, noch in die Gewalt der Schuld, noch in die Macht der Versuchung. Das verwendete hebräische Wort Yatsa bedeutet nicht nur führen oder bringen, sondern ebenso kommen lassen. Da Jesus mit seinen Jüngern nicht die spätere Ursprache des Neuen Testaments Altgriechisch, sondern Aramäisch und in der Liturgie Hebräisch gesprochen hat, ist es plausibel, dass er diesen geläufigen Begriff verwendet hat. Lass uns nicht kommen in Versuchung. Was uns in dieser Welt ängstigt, erschüttert und bedroht, stellt unser Vertrauen auf die Probe. Darin soll jenes jüdische Jesusgebet uns stärken. Wir bestehen die Versuchung, wenn wir in den schweren Phasen unseres Lebens unser Vertrauen nicht verlieren. Vaterunser von Papst Franziskus. Hintergrund und Inhalt. Papst Franziskus hat mit seiner Kritik an der deutschen Übersetzung des Vaterunsers und führe uns nicht in Versuchung eine breite Debatte ausgelöst. Er argumentiert, dass diese Formulierung missverständlich sei, weil sie suggeriert, Gott selbst könne Menschen in Versuchung führen. Etwas, das nach seiner Überzeugung nicht zum Wesen eines barmherzigen Vaters passt. Franziskus betont, ein Vater tut so etwas nicht. Wer dich in Versuchung führt, ist Satan. Er schlägt stattdessen eine Übersetzung wie »Lass mich nicht in Versuchung geraten« vor. Die deutschen Bischöfe haben sich gegen eine Änderung ausgesprochen und betonen, dass die aktuelle Übersetzung dem griechischen Urtext entspricht und konfessionsübergreifend im deutschen Sprachraum verwendet wird. Sie argumentieren, dass das Gebet nicht unterstellt, Gott wolle das Scheitern des Menschen, sondern dass es vielmehr um das Vertrauen in Gottes Barmherzigkeit geht. In anderen Ländern, etwa in Frankreich, wurde die Übersetzung bereits angepasst. Lass uns nicht eintreten in die Versuchung, um das Missverständnis zu vermeiden. Papst Franziskus' Buch und seine öffentlichen Äußerungen regen zur bewussteren Auseinandersetzung mit dem Vaterunser an. Seine theologische Sensibilität für das Gottesbild und sein Wunsch nach einer verständlicheren Sprache stoßen auf Zustimmung, aber auch auf Widerstand, da Tradition und Texttreue hochgehalten werden. Die Debatte bleibt aktuell und zeigt, wie lebendig die Auseinandersetzung mit zentralen Glaubenstexten ist.